Moin ihr Lieben, kleiner Frühstart mit der Grey Fox. Hier auslaufend hinten aus dem, wahrscheinlich vom, ja weiß ich gar nicht, ob die am Südwestkai war oder am Ostwaldkai. Keine Ahnung, aber wir dachten uns, nehmen wir mit. Wer weiß, ob wir sonst noch was an Frachtern heute sehen. Mal wieder kleiner Frühstart, ne? Ja. Baujahr 2011, 179 Meter lang und 28 Meter breit. Fährt unter der Flagge der Marshallinseln. Assistiert von 2 Boluda-Schleppern. Sieht gar nicht so voll aus. Ich meine ja nur, ne? Ja, Ja. Brigitte ist auch da. Ihr hört es im Hintergrund, ihr dürft mal raten, wer da ist. Ja, Gregor, gute Frage. Wo liegen die Marshallinseln? Mensch, bemühe doch mal Google Maps für uns und erklär das mal allen. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt auch nicht, wo die genau liegen, die Marshallinseln. Ich wusste das mal. Wir haben das schon mal irgendwann nachgeguckt. Auch wieder vergessen. Ja, Fienchen, schönes Wetter haben wir in Hamburg. Es ist ein bisschen wechselhaft in den letzten Tagen, aber heute zum Glück sehr trocken. Sag das nicht so laut, du. Ja, am besten nicht drüber reden. Genau. Was man ignoriert, verändert sich nicht. Ich mag ja diese Schiffe mit diesem eigenen Kranaufbau. Eine Inselgruppe in Ozeanien zwischen Hawaii und Japan. Aber zwischen Hawaii und Japan, da liegen auch so 2-3 Kilometer, oder? Ja, so einige. Also, Also rechts über Australien, das sagt dir vielleicht was. rechts von Australien? Rechts über Australien. Rechts über Australien. Ja, da kann ich was mit anfangen. Da kann ich was mit anfangen. Ach, Malte ist auch da. Moin. Ja, Malte ist auch da. Der hat eben von der Seine Highway gestreamt. Fetten Autofrachter im Nordostseekanal. War selber da drauf? Ja. Ja. Aber ich konnte nicht wirklich reingucken, weil wir dann los sind und ich dann hier aufgebaut habe. Dann gehen wir mal auf unseren Platz, ne? Ja, ich dachte, wir Seid ihr sagen da? hier noch mal alle Hallo gleich. Ja, okay, gut. Ich schmeiß gleich noch mal die Entschuldige. Selfie-Cam an. Ich bin zu ungeduldig. Ja, ich dachte mir, Das Schiff fährt dir schon nicht weg. ja, ich dachte mir, wir zeigen jetzt einmal hier dieses schöne Schiffchen, wie es hier durchfällt. Und das muss eh an dir vorbei. Also ob du nun da stehst oder hier stehst, es kommt eh. Okay, hast gewonnen. Wie sagt Thomas immer, das letzte Flugzeug ist das Close-Out und das hier ist das Open-In. Jo.
Aber das konnte man einfach nicht vorbeifahren lassen. Nein, das ging geht nicht. Das geht nicht. Wir haben schon Willi vorbeifahren lassen. Ja. Er will auch nicht zurückkommen, bis die AIDA weg ist. Stimmt, Hat er Willi gesagt, ja. Hat Willi gesagt, ja. Er kommt nicht zurück, bevor AIDA. Wobei ich ja den Vorschlag, ein Kussmund auf Ja. seinem Bötchen vorne, Aber, die AIDA Willi. aber das Gesicht, was er dabei gezogen hat, war auch ein bisschen komisch. Ne? Begeisterung sieht anders aus. Der Ja. ist auch richtig schön hier vorne rangefahren bei uns. Wir können richtig mit ihm quatschen, war echt nett. Aber vielleicht kommt er ja dann danach noch mal Ja, vorbei. er wollte jetzt erstmal, wo wollte er hin? Geesthacht? Ja. Naja, schauen wir Hat mal. er noch ein bisschen Zeit, der Gute. So, soll ich uns mal hier, Ja, soll ich uns mal aufschalten? jo. So, So, wo sind wir denn? da sind wir. Da. Ja. So, ich sehe Moin dich, ihr ja. Lieben, herzlich willkommen. Hier ist wieder Hamburg Hafen Live. Was ist das denn? Ja, Das Brigitte war ist, mein Handy. Hast du Asteroids da drauf? Nee, Irgendwie so ein Nachricht. Spiel aus den 80er Jahren? Guck mal, Nachricht, dass ihr das seid. Ach, dass wir live sind, Ah, ja. dass ihr hast du Angst, dass die Polizei wiederkommt? Nee. Ja, schauen wir mal, ob wir heute Besuch bekommen. Ja. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Bei uns natürlich die Brigitte und der Jonas. Ne? Schön, dass ihr hier seid. Wir gucken mal, was der Tag so bringt. Wahnsinnig viel Schiffsverkehr haben wir nicht. Deshalb habe ich mich auch hier für den Standort Seemannsmission entschieden. Und hoffe natürlich darauf, dass die AIDA Sol mal wieder ordentlich ihr Typhon demonstriert. Ja, italienischer Kapitän ist heute abgestiegen. Ich weiß es nicht, ob Schauen wir Nils mal. Kors reinhaut. Schauen wir es ins mal. Typhon. Brigitte hat ja eigentlich immer die besten Kontakte und versucht alles möglich zu machen. Ich werde es versuchen. Ja. Ja, wir haben die AIDA Sol, die rausgeht. Soll 17 Uhr rausgehen. Ich habe jetzt noch nichts anderes gehört. Ich auch nicht. Und dann haben wir die Finnmarken, die sieht man ehemalige, aber leider nicht. ja, die ehemalige Otto Sverdrup. Die Oder ist ja siehst du so die? klein. Die liegt da irgendwo hinter dem Terminalgebäude. Ich hoffe natürlich, dass sie zum Drehen ein Stück vorfährt. Ja? Die ist ja so klein, die könnt ihr im Prinzip da auf der Stelle drehen. Hast du denn auch geguckt, ob die wirklich da steht? Nicht, dass sie schon weg ist? Also auf dem Wesselfinder war sie vorhin noch. Und gleich Rückmeldung geben. ja, sehr gut. Kann natürlich sein, dass die schon weg ist und wir das nicht mitbekommen haben. Ja, auf einen schönen Stream-Nachmittag heute am Brückentag. Ja. Ach ja, der Brück. Ja, heute ist Brückentag. Genau, Ottos Kaffeeklapper hat er auch nicht auf. Da habe ich kein Frühstück gekriegt. Oh. Ja. So, Bis jetzt später. Bis später. bis später. Wo positionierst du dich denn, Brigitte? Reef oder Rife oder wie es auch heißen mag. Ja. So, mal gucken, ob ich mit meiner neuen Maschine hier zurechtkomme. Tanja hat eine neue Chatmaschine. Mal gucken, was das so wird. Guck mal, es geht auch schon wieder gut los im Chat. Der Hansi ist auch schon wieder da. Mensch, Hansi, moin, mein Lieber. Moin. 2,49 und Lari Larissa ist auch da. 10 Monate auf Twitch. Rea, 5 Monate bei Twitch. Rea war etwas erschrocken gestern über den Stream morgens um 4:30 Uhr. Da war ich aber auch erschrocken drüber. Also, Ich muss aber auch echt sagen, wir sind dann gestern nach Hause gekommen und ich habe mich dann noch mal hingelegt und bis 11:30 gepennt. Und wir waren abends noch mal los. Ich bin nicht richtig in Quark gekommen. Also ich war den ganzen Tag müde. Ich hatte ja erst überlegt, abends noch zu streamen, aber zum Glück hat es geregnet, sodass ich dann da eine gute Ausrede hatte. Michaela, danke dir für 21 Monate. Nächsten Samstag, am 7.6. geht es auf die Nova. Nova ist aber ab Kiel, ne? Im Moment, ja genau. Ich glaube, AIDA Nova ist aktuell ab Kiel. So, wen haben wir denn da? Die schwimmende Planierraupe. Die Chicago. Unser Schlickflug hier im Hamburger Hafen. Wenn irgendwo gebaggert wurde und der Bagger Furchen hinterlässt, dann kommt der Spachtel und macht das alles wieder glatt unter Wasser. Sieht aber so aus, als ob der Feierabend hat. Viele Schiffe von der Flotte Hamburg, die liegen ja hinten am Standort Lübecker Ufer. Das ist, wenn man zum Hafenmuseum fährt und dann quasi an der Peking vorbei, also hinter der Peking. Da liegen immer viele von den HPA-Schiffen und unter anderem auch die Chicago.
So, und von links kommt die Neuland. Pretty in Pink. Ja, man merkt, dass Feiertag ist und das Wetter ganz gut. Da sind wieder 2, 3 Leute an Deck. Die Hafenfähren zu benutzen mit einem ganz normalen Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Auch Deutschland-Ticket funktioniert. Bist du schon mal mit der gefahren? Nee, bin noch nicht einmal mit einer von den neuen gefahren. Also das ist ja eigentlich, geht auch gar nicht eigentlich. Geht eigentlich gar nicht, aber ich fahre ja auch relativ selten mit der Fähre. Ne? Ja, du stehst doch oft genug Buchendeil-Ufer, da kannst du doch mal ansteigen, bis wir irgendwer da fahren und wieder zurückkommen. Irgendjemand wird schon richten. Meinst du, ich lasse das Gerödel da alles stehen Ja, klar. und irgendjemand, lasse ich den Stream einfach weiterlaufen? Natürlich. Ist ja genug Polizei da, die aufpassen kann. Ja. So, ich zeig Sag dir das mal. mal. So, Tanja hat hier was Neues, Chatmäßiges. Das muss ich ihr mal so ein bisschen zeigen gerade. So, guck mal, du siehst hier immer, wie alt diese Nachrichten sind. Ne? Und Und warum steht da immer 11 Mal? 21 macht mich. guck mal, wenn da zum Beispiel steht 11 Mal bei Mach mal einen Punkt, dann ist der 11 Monate bei Twitch dabei. Okay. Na, und hier Peter Hummel, du kannst zum Beispiel hier oben das Ganze auch stoppen, pausieren. Dann springt das nicht so hin und her. Ne? Siehst du das hier? Diesen Button? Na, und dann kannst du halt runterscrollen. Manchmal zickt das ein bisschen, so wie jetzt gerade. Aber ich muss das jetzt nicht mal. Du guckst da trotzdem Ich noch, gucke da ne? ja auch dran. Ich will dir das nur einmal zeigen, dass du das mal so ein bisschen... Ja, da muss ich mich rein. Das kann ich jetzt nicht nebenbei na? alles machen. Und Ja. hier siehst du halt, wie alt die sind, die Okay. Nachrichten, ne, was Ja. davon neu ist. Aber ich mache das schon mit den... Ich muss mich hier. Ich muss mir ja, das jetzt mal genau. angucken. Ganz genau. So technische Geräte. So, ich muss mal die Kamera so einstellen, dass ich auch was sehen kann. So, wo waren wir denn? Bei der Michaela Amann. Thomas Groß ist auch seit 8 Monaten dabei. Moin Thomas. Er sagt, es ist schön, die Zeit hier zu genießen. Und die liebe Rea, 100 Bits. Danke, meine Liebe. Ich glaube, wir haben auch 1, 2 Zuschauer auf der Zoll. Aida Zoll, das Zollboot. Ja, super. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Irgendwas mit L war das eben. Irgendwas mit L war das. Beate ist seit 12 Monaten auf der Reeperbahn. Beate, danke dir. Und Andi Schnitzler jetzt wieder bei der Speicherstadt dabei. Oh, das rattert hier schon wieder. Das rattert. Schwester Hansen ist auch dabei. Und Kirsten ist dabei. Und Sebastian Kolze ist dabei. Und ich glaube, Unser Backoffice. Unser Backoffice. ich weiß gar nicht, was mit Antje ist. Doch, die ist doch auch da. Antje ist, glaube ich, auch Antje da. ist doch auch da. Ja, schön von der Terrasse mit Blick auf die Berge. Genau. Herrlich. Ja, Kai fragt, wann die Soll rausgeht. Ja, 17 Uhr ist geplant. Also ich habe jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört. Ich denke mal, es bleibt bei 17 Uhr. Ich kann euch gleich auch mal zeigen, welche Route sie nimmt. Die fährt England-Irland. Eigentlich eine ganz schöne Tour. Hansi lässt nochmal 2,49 da. Und der Sven aus Fuhlsbüttel mit 15 Euro. Und liebe Dankeschön. Grüße. Außerdem Peter Hummel ist 21 Monate dabei. Macht bald auch sein 2-jähriges voll. Mach mal einen Punkt hatten wir eben mit 11 Monaten auf Twitch. Und der Andi Schnitzler, der Andi Schnitzler, 5 Euro Superchat. Danke, danke. So, Brigitte Wennemann, 5 Monate. Grüßt aus Aschaffenburg. XX Warner, 100 Bit und Sirenen dreht auch schon wieder durch. 100 Bits mit 1000 Bits und 5 verschenkten Subs. Danke, danke, danke. Der Frank-Film ist da, 2 Euro Superchat. Er sagt, er war gestern mit Brigitte auf der Birgit. Ja, wir haben schon davon gehört, dass gestern wieder so eine inoffizielle Hamburg-Hafen-Live-Rundfahrt war. Hat Brigitte auch schon von erzählt. So, jetzt mal gucken, dass ich hier nichts vergesse. Petra lässt 5 Euro da per PayPal, Dankeschön. Und Warner nochmal 144 Bits. Onkel Jupp ist auch mal wieder da, haut 5 Mitgliedschaften raus. Und der Schollinger neu mit Da einem kommt auch noch Sub irgendwas, aber ich glaube, wir haben was verpasst. Jo, danke.
Wer war das? Keine Ahnung. Bist du auch live? Ja, ich weiß, wer ihr seid. Wo bist du denn live? Ich bin auf TikTok live. Auf TikTok? Ja. Wie heißt du denn da? Michael/Ninjo-Chan. Ich mache alles rund um Kreuzfahrten, Hamburger Hafen etc. Ah, okay. Also wir sind halt auch regelmäßig am Schiff. Ah, cool. Ja, ich folge Cool. euch aber auch schon seit Jahren. Ah, toll. Toll, danke. Ja, gerne. Ja, Schollinger auf Twitch neu dabei und der Andi Schnitzler lässt 5 € Superchat da. Schickt nochmal ein Dankeschön an das ganze Team Hamburg Hafen Live und die Moderatoren. Außerdem haben wir K8-Pit mit 100 Bits und Lama Jana mit 200 Bits. Rotznäschen 4 Monate dabei mit Grüßen aus Wien. Und guck mal, der Miepelschubser ist auch kurz vor dem 2-Jährigen. Danke dir, dass du so oft schon verlängert hast. Er sagt aber, King of Typhon, denke, die Schiffe sind weiblich. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Queen of Typhon müssten wir da eigentlich schreiben, ne? Queen of Typhon wäre eigentlich richtiger, ja. Und wir brauchen heute auf jeden Fall auch noch mal das Geburtstagshorn. Ja, das auf jeden Fall. Dürfen wir nicht vergessen, wir haben hier heute runden Geburtstag. Oh, das machen wir gleich. Thomas Biener kriegt auch noch ein Dankeschön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen an Bord. Ja, ich denke, ich zeige euch erstmal, wo es hingeht mit der Aida Sol. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier meine Route, ob die funktioniert, die ich vorbereitet habe. Jo, es geht nämlich nach England und Irland. Start natürlich in Hamburg, dann Portsmouth, Falmouth, dieses TH, Kop, dann Laogaire, Fishguard und auf dem Rückweg dann nach Portland und wieder zurück nach Hamburg. Schöne Tour, schöne Tour. Wirklich sehr, sehr schöne Tour. Ja, wer hat denn heute Geburtstag? Hast du drauf geachtet? Ich könnte noch mal gucken. Ach, guck mal, hier, Claudia hat's noch mal. Claudia hilft uns noch mal nach mit 2,49 Superchat. Claudia, danke, danke. Der Matthias, der wird heute 60. Nein, ich glaube 40, kann das sein? 40? Oder? Claudia hat geschrieben 60. Ich hatte von der Nicht, dass wir, den mal, 40 nicht, dass wir mal 20 Jahre bei Matthias oben draufhauen, ne? Ja, dann natürlich den Matthias. Ich glaube, die lachen sich jetzt gerade kaputt. Einen ganz herzlichen runden Geburtstag und natürlich auch allen anderen Geburtstagskindern. Happy Birthday! Der Sebastian wird 40, lese ich gerade. Mensch, Sebastian, auch an dich einen herzlichen Glückwunsch zu deinem runden Geburtstag. 40 und 60, ja, Mensch, das kann sogar ich ausrechnen, dass ihr zusammen 100 werdet oder geworden seid. Oh, da haben wir noch was Lüttes. Das ist natürlich ein gutes Wetter für Hafenrundfahrten. Gebrüder Wriede 1 HB50. So ein komischer Name. Haben wir uns jetzt gemerkt, den Kanal, den TikTok-Kanal von dem, der eben da war? Nee, ne? Nö, aber können wir doch noch mal nachgucken. Kriegen wir aber irgendwie noch mal raus. Ja. Aber irgendwann aktualisiert sich das hier auch noch mal. Also ich kann nachher nicht immer alles lesen, ne? Das aktualisiert sich hier von alleine Ja, immer. ja, aber irgendwann... Ach so, nach oben rutschen die raus. Ja, ja, Alles nach gut. oben rutschen Ja, die ja. Nachrichten irgendwann raus. Sonst, Okay. genau. Ja, ich habe Tanja mal auf ihr iPad das Tool gepackt, wo sie beide Chats lesen kann. Jetzt muss sie sich da natürlich erstmal so ein bisschen eingrooven. Ich Ne? überlege auch noch, ob ich es gut finde oder gleich in die Elbe schmeiße. Aber guck mal, Jonas ist da mit dem Aquamundo 143. Moinsen, ihr Land- Landratten. Moin, ihr Landratten. Jonas hat ein neues Boot, ne? Ehrlich? Ja, also der fährt nicht mehr die Aquamundo. Ich habe da nur kurz reingeguckt, ich hatte aber noch nicht geschrieben. Na sowas. Ja. Also auf jeden Fall herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Boah, Seren, ey, du bist echt verrückt, ne? Nochmal eine 10er Subbombe.
Junge, 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 Junge. Ein ganz fettes Dankeschön. Guck mal hier schreibt auch jemand, du machst das schon ganz gut. Tanja macht das auch super, aber es ist ja immer, wenn man sowas Neues hat, muss man sich ja erstmal eingrooven. Und gerade wenn der Chat dann so ein bisschen rattert. So ein bisschen rattert? Ja, nee, ist klar. Ja. Das knallt hier wieder heute, wie verrückt. Ja. Aber irgendwie ist man durch so einen Feiertag immer überhaupt nicht im Floh. Ne? Also ich wusste heute Morgen auch nicht, ist nun Montag oder ist jetzt Freitag? Aber als ich dann aufgestanden bin, hatte ich so eher das Gefühl, es ist Samstag. Und jetzt kommt auch noch eine AIDA, die eigentlich immer Samstag kommt. Und jetzt weiß ich gar nicht, was los ist. Für mich ist auch gefühlt eigentlich Samstag. Eigentlich ist Freitag. Für mich ist auch irgendwie gefühlt Samstag. Weiß ich auch nicht. Ja. Also wenn ich ein bisschen durcheinander bin, sorry. Ja. Kommt von diesem komischen Feiertag. Axel Meyer geht in 14 Tagen auf die AIDA Cosma und stimmt sich heute schon mal ein. Axel, danke dir für 5 € Superchat. Michael Wuttke hat auch wieder verlängert, ist 18 Monate dabei. Schreibt Moin Tanja und Paddy, danke für die tollen Streams. Der Nordlicht, 20 € Superchat. Wow, wer hat wohl keinen Brückentag? Ja, wahrscheinlich du, oh Mensch, ey. Wir auch nicht, ist aber nicht so schlimm. Ja. So, gerade ein bisschen leer hier, dann können wir ja noch ein paar andere durchgehen. Michael ist auf Twitch seit 8 Monaten dabei. Sir Alex, 2 Monate Prime Sub. Und die GLB-Geisel, 8 Monate. Außerdem der Guru, 10 Monate dabei. Und Ulrich Böcker eskaliert auch schon wieder mit einem 5er-Pack Mitgliedschaften auf YouTube. Ein fettes Dankeschön, ihr Lieben. Guck mal, kann das sein, dass da vorne das neue Lotsenboot kommt? Also das kann ich so aus der Haben Ferne, wir noch nicht so oft gesehen. Aus der Ferne gar nicht so sehen, das wirklich neu ist. Aber das sieht schon so ein bisschen anders aus. Ob man das für Hochzeiten mieten kann? Hast du da jemanden bestimmten im Sinn? Nee, aber denke ich mir gerade so. Also ich meine, wäre doch cool, wenn man irgendwie auf so einem Lotsenboot heiraten könnte, oder? Das Schöne ist, die Gästezahl ist von Anfang an begrenzt. Ach, guck dir mal diesen coolen Bug an vorne. Oh ja. Ich habe das auch noch nicht gesehen. Muss ich mal die Brille abnehmen, sonst kann ich ja gar nichts sehen. Wie so eine Ramme. Mhm. Ja, macht schon was her, würde ich sagen. Ne? Ich finde es auch schick. Und endlich auch mal bei uns im Stream. Ist doch super. Ich weiß gar nicht, ob die auf der gleichen Werft gebaut wurden wie auch die neuen Polizeiboote. Weiß das jemand von euch? Weil die sind von der Bugform vorne schon, finde ich, sehr ähnlich. Im Hintergrund der Pegelturm, aktuell ist Flut mit einem Pegel von 3,12 Meter. Holger, danke dir für 5 € Superchat. Das wird für eine Kiezmische verwendet nachher. Guck mal, Cece schreibt, ich winke meiner Tochter, die in der Gästebetreuung arbeitet. Schöne England-Tour. Ja, ich hoffe, die kommt auch mal ein bisschen raus und kann zumindest beim Ablegen einmal so ein bisschen über die Bordwand gucken. Vielleicht sehen wir sie ja, aber ich denke mal Personal, Gästebetreuung, die sind beim Auslaufen auch voll in Action. Könnte mir vorstellen, dass da nicht so wahnsinnig viel geht mit gucken. Ahoi Sophie, danke dir für 9 Monate. Oh, Matze, danke für 2 €. Er schreibt, ich bin für viel mehr 4 Uhr Streams, war der Hammer. Also der Stream war aber auch echt toll. Ne? Wir hatten wirklich mega schönes Licht und tolle Schiffe. Es war eine super Stimmung. Temperaturen gingen auch, Füße wurden ein bisschen kalt.
Der Stream wurde auch wahnsinnig viel nachgeguckt. Aber Also, du hast ja schon letztes Jahr auch viele früher gemacht, wenn Ja. mal die Kreuzfahrer kamen, ne? ja, ich wundere mich auch immer wieder, dass dann morgens um 4:30 plötzlich 300 Zuschauer dabei sind. Auch von Ja. der Scala, da waren doch auch sehr viele, sehr frühe Streams, ne? Bin mal gespannt, wenn ich auf AIDA-Tour bin. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen frühen Stream. Oder super spät, weil die Sonne ja nicht untergeht. Ja. Guck mal, Sven finanziert unser Abendessen. Oh. 50 €. Mann, Dankeschön. Sven, fettes Dankeschön. Was essen wir Danke, denn? danke. Für 50 € kriegen wir schon ein fettes Schnitzel, ne? Auf jeden Fall. Hallo. Klar, darfst du ein Foto machen. Ja, klar. Sollen wir uns umdrehen oder von hinten? Ja, doch, gut. Weil wir noch vor euch kennenzulernen. Ja, schön. Schon das dritte Mal bei euch auf Kanal mit. Ach, wie schön. Das dritte Mal noch, weil ich meine Freude, euch hier zu sehen. Ja, schön. Dann mal viel Spaß noch. Guck mal, André Holthöver, danke für 5 €. Er schreibt, ich habe am Samstag mit der Rettungsweste gewunden und werde es morgen wieder machen. Heißt das, ich muss morgen früh aufstehen, damit ich André filmen kann, wie er mit der Rettungsweste winkt? Höchstwahrscheinlich. André, setz mich bitte nicht so unterschwellig unter Druck. Mann, Seren. Schon wieder 1000 Bits. Danke, Seren. Ich sehe hier gerade die Frage, ob die Sol schon raus ist. Nein, nein, nein. Sie ist noch nicht raus. Und ich glaube, die Finnmarken ist auch noch da, auch wenn wir sie nicht sehen. Guck mal hier, und der Malte, der verabredet sich ja mit Anja Hansen. Was, Malte und Anja Schwester Hansen? Hansen, nächste Woche bin ich wohl auch wieder in Hamburg. Ja, ich habe mich mit Malte mal so ganz locker für nächste Woche verabredet. Wir müssen mal gucken, ja, wie das Wetter ist, Schiffsverkehr und so weiter. Aber vielleicht, wenn alles gut geht, machen wir einen Stream mit Malte nächste Woche zusammen. Oh, ist auch cool. Wollt ihr nicht auch mal grillen? Ja, Beim Stream ja, grillen? ja. Das kann ja Anja dann machen. Ja, guck mal, MacGame, von den 50 € gehen aber noch die Steuern runter. Ja, das ist leider die Realität. Kriegst du noch ein Aber, halbes? aber, wenn wir nach dem Stream essen gehen und wenn wir dann noch jemanden vom Team mitnehmen, zum Beispiel Schwester Hansen, dann können wir das als Geschäftsessen wieder Ja, das absetzen. hättest du mal nicht so laut sagen sollen. Was meinst du, die ist ja hier schon aus der Haustür raus, oder? Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Schwesterchen, ich glaube, du wurdest gerade eingeladen. Lust auf Italien, ja, wir müssen unsere Pizza testen. Also wir haben ja jetzt eine grobe Idee, wie die Hamburg Hafen Live Pizza aussehen könnte. Und die müssen wir jetzt aber in nächster Zeit irgendwann dann mal testen. Eigentlich wollten wir es heute Abend machen. Rolfi ist 13 Monate dabei. Dreifach Bakterieninfektion nach AIDA, Norwegen. Oh Gott. Wenn du damit wiederkommst, dann kannst du aber gleich in der Seemannsmission einchecken. So Bakterien will ich nicht zu Hause haben. Ja, und immer schön eine Rolle Klopapier dabei haben. Wäre auch nicht schlecht. Guck mal, Uli Reinders schreibt, er ist seit 6 Monaten dabei und hat keinen Stream ausgelassen. What? Wahnsinn. Ich habe auch keinen ausgelassen. Ich glaube ja auch nicht. Nee, du auch nicht. Danke, Uli. Danke. Obwohl, doch, so am Anfang war ich immer viel noch weg am Wochenende. Ist ja jetzt auch gestrichen. Ja. Und Finn, danke dir für deine Sub-Verlängerung. Schon 10 Monate dabei. Dankeschön. Guck mal, Hertus ist auch da und wurde beschenkt von Basti. Der hat einen Sub rausgehauen. Danke, danke. Ja, also unsere Pizza von einer groben Idee sieht die so aus. Ich wollte ja unbedingt Scampis drauf haben. Dann die Idee mit Creme Fraiche, die kam, glaube ich, von irgendjemandem von euch. Die finden wir auch super. Dann überlegen wir, Spinat ein bisschen mit drauf zu nehmen. Vielleicht ein bisschen Knoblauch, Zwiebeln oder eins von beiden. Das müssen wir halt mal testen, müssen wir mal ausprobieren. Und es gibt ja heftige Diskussionen beim Thema Spiegelei. Ich hätte ja gerne das Spiegelei auf der Pizza. Einige aus dem Team sind da aber streng dagegen. Und da kam jetzt aber die lustige Idee, dann machen wir es optional. Entweder mit Möwenschiss oder ohne. Ja. Ja, aber wir sind halt noch nicht so ganz durch mit der Planung. Ja, man ne? muss es halt mal Also, testen. Also man muss das mal wirklich ausprobieren. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das ganz gut funktioniert.
Guck mal, André haut nochmal 5 Euro raus und schreibt, ich muss nicht früh aufstehen, er bleibt auf dem Schiff. André, machst du Doppeltour? Ich hatte das auch vorhin schon gelesen. Ich habe gedacht, er ist jetzt schon wieder umgestiegen auf ein anderes Schiff und fährt morgen raus. Nee, der macht einfach die... Gibt es denn da einen Rabatt, weil sie zwischendurch seine Kabine nicht schruppen müssen? Sven lädt auch Schwester Hansen ein. Nochmal 25 Euro. Ja, jetzt ist aber Anja so langsam unter Zugzwang, Ja. hier auftauchen zu müssen, oder? Das denke ich auch. Aber wir packen einfach die Pizza ein und fahren nach Fuhlsbüttel. Guck mal, Kirsten schreibt, dass Ben auf jeden Fall für den Möwenschiss ist. Ich finde es aber ganz witzig, ne? Mit Möwenschiss oder ohne. Oder? Ja. Bin echt mal gespannt, wie die schmeckt. Aber Scampis, Spinat, Creme Fraiche finde ich schon Wir nicht hatten ja schlecht. noch überlegt, auch also Scampi Lachs. Aber das war Das dann ist wieder zu viel Fisch ne? dann, ne? Also ich glaube, man darf eine Pizza auch nicht überfrachten, Nein, weil das dann stimmt. hast du so viel durcheinander. Na, wir probieren das erstmal aus. Ja. Also wenn wir uns ein paar Tage nicht melden, dann wisst ihr Bescheid, irgendwas Ja. ist passiert. Also das heißt, morgen müssen wir Perla streamen, wenn André mit seiner Schwimmweste rausgeht und damit am Winken ist wie verrückt. War das wirklich eine Warnweste oder eine Schwimmweste? Sah doch aus wie eine Warnweste. Aber wer nimmt glaube, denn eine er- Warnweste mit ja. aufs Schiff? Zum Winken vielleicht. Aber mit der Schwimmweste, das ist ja was hier für unseren Ulrich, unseren Schwimmwestenliebhaber. Wenn der das hört, darf der den Stream auf keinen Fall verpassen. So, Nummer 2 von den neuen Fähren, die Finkenwerder. Jetzt fehlt uns nur noch die Grasbrock heute im Stream. Da hatten wir sie alle 3. Erhard schickt auch nochmal 2 Euro. Erhard, danke dir vielmals. Guck mal, der Wildpinkler sagt, bei ihm kann man Pizza mit Sahnesoße bestellen und das schmeckt richtig lecker. Nee, Winkelpinkler, nicht Wildpinkler. Bianca meint auch, das war eine Schwimmweste. Ich meine auch, das Ja? sah aus wie eine Schwimmweste, ja, ja. Jan möchte eine vegetarische Pizza. Naja, du kannst ja die Scampis weglassen, oder? Also, Natürlich auch 2 überlegen. Ne? Eine so, eine Ja. so. Das muss man mal überlegen. es gibt ja genug Möglichkeiten, sich da auch was zusammenzustellen. Wir fangen erstmal mit einer an Genau. und dann gucken wir. Jetzt kriege ich schon Hunger. Wir haben doch hier noch was mit. Wer hatte mir das denn mal erzählt? Ich weiß das gar nicht mehr. Irgendjemand hat mir mal erzählt, er war irgendwie in einem Restaurant. Ich weiß gar nicht, ob das ein amerikanisches Restaurant war oder so. Auf jeden Fall hat da auch irgendjemand gefragt, ob er denn was Vegetarisches haben könnte. Und da haben die gesagt, ja klar, wir haben auch Hühnchen. Ja, ja. Okay, ist vielleicht nicht so ganz die Definition von vegetarisch. Elf Monate feiert der Obelix und sagt, jawohl, Aida Sol, der Typhon King. Ja, aber ich muss unserem Miepelschubser recht geben. Eigentlich ist es Queen of Typhon. Denn die Schiffe sind ja weiblich. Mein Fehler. Jens Peter, danke dir, 5 Mitgliedschaften. Guck mal, Alex, 5 Euro. Er sagt, die Pizza klingt wie Pommes mit Senf. Also ganz extrem lecker. Ganz extrem lecker. Danke dir, danke. Und Peter, auch an dich ein dickes Dankeschön. Jens Peter. Klein Romi fährt. Klein Romi, die Schwester von Klein Fritzchen. Guck mal, hier war auch noch mal der Vorschlag mit Nordseekrabben, die Pizza als alter Dithmarscher. Ja, ich bin ja auch halb Dithmarscherin. Hatten wir auch überlegt, aber die Krabbenpreise, die schwanken halt immer so. Ne? Und die sitzen da ja zwar an der Quelle. Ja, da und ist ja auch Krabben der und Fischmarkt. Scampis weiß ich jetzt auch Nee. nicht, ob das ein guter Mix ist. Nee. Aber hey, das Ganze lebt, das kann sich ein bisschen entwickeln. Ne? Alina fragt, wann es auf Kreuzfahrt geht. Am 12.06. Moin. Am 12.06. geht es auf Kreuzfahrt. Haben wir da hinten schon an den Leinen irgendwas? Also ein Auto steht da, glaube ich, schon von den Festmachern. Dann kann ja auch Lufthansen gleich irgendwann in die Luft gehen.
Ja, aber Schwester Hansen ist nicht da. Du weißt, was das bedeutet, ne? Ja, Ja, wenn Schwester Hansen nicht da ist, kommen Uniformierte. genau. Wir erwarten heute jemand von Land, weil Wasser wird schwierig hier. Ja, das mit den Krabbenpreisen, das ist echt abgefahren. Hatten Ja. wir nicht irgendwie zwischenzeitlich Krabbenbrötchen für 15 €? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo die aktuell liegen. Ich habe das schon lange nicht mehr geguckt. Ein herzliches Gude aus dem sonnigen Biebrich am Rhein. Gude, das ist der Hessenblitz mit 10 €. Dankeschön. Aber wie kommt das mit den Krabbenpreisen? Ist es, weil Naja. die weniger werden? Ja, oder? und ich glaube, die dürfen die halt auch nicht immer fangen. Und Okay. Ja, Okay. Space Star, ich danke dir, dass du deinen Prime Sub verlängert hast. Und Seren, du bist echt im Eskalationsmodus, ne? Seren kriegt bald kriegt hier eine Gedenktafel. 10 Subs nochmal, Mensch. Vielen, vielen Dank dafür. Komm, ich hau mal ein Horn raus. Wen haben wir denn schon lange nicht mehr gehabt? Hier, den mag ich gerne. sag mal hier auf der Seite habe ich aber alle, ne? Von Genau, da hast du alle, auch die alten. ja, ja, Genau, ja, eben. wenn du zu weit hoch scrollst, dann, also du weil du kannst es auch hier einmal neu laden, dann müsste es eigentlich oben stehen. Ja, hier kommt nochmal die Frage, ob es eigentlich Deck 7 noch gibt. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal beantwortet, aber wir haben Deck 7, haben wir uns entschlossen wieder aufzugeben, weil es sich einfach nicht rechnet. Es war schön, es war super, aber wir haben es dann doch zu wenig genutzt, weil wir halt sehr viel gerade im Sommer und Frühjahr an anderen Standorten stehen. Und ja, da mussten wir halt schweren Herzens sagen, nee, das ist eigentlich wirtschaftlich gesehen ist das Unfug. Und wir hatten ja das große Glück, dass wir da monatlich raus konnten und wir haben von Anfang an gesagt, wir probieren das mal. Und die Bedingungen zum Stream waren ja auch nicht so ganz optimal, schon gar nicht im Sommer, ne? Das war ja Ja, auch noch. im Sommer ist mit dem Licht ganz, ganz schwierig da oben. Und mit der Sonne. Ja. Aber die Sonne ist das Licht. Naja. Aber Sonne und Gegenlicht sind zwei verschiedene Sachen, ne? Habe ich verstanden, oder? Nö, das Gegenlicht kommt doch von der Sonne. aber wenn du das krasse Gegenlicht hast und es nicht zu warm ist, dann kannst du ja auch nicht streamen. Aber es war ja auch so heiß, dass dir da fast die ganze Technik geschmolzen ist. Ja, das ist Ne? richtig. Das ist meine ich richtig. damit. Hier ist die Das- Frage, dürfen eigentlich Hunde mit auf die Ferien? Ja, habe ich alles nachgefragt. Und dürfen sogar bei Barkassen Elas mit auf die Barkassen? Ja. Also alles, was auf die Barkasse drauf geht, kann auch da mit. Es ist halt, die Frage kommt ja auch öfter, mit Rollstuhlfahrern ein bisschen schwierig auf den Barkassen. Da müsste man, glaube ich, dann tatsächlich an die Konkurrenz verweisen. Ich könnte mir vorstellen, dass die größeren Schiffe von Abich direkt an den Landungsbrücken anlegen, dass die Rampen haben. Ach, guck mal, hier ist ja ein Rollstuhlfahrer hinter uns. Klein Erna und klein Fritz. Ja, also da gibt es welche, Da wo man geht's. dann Da drauf fahren geht's. kann. Ne? Ja. Ja. Habt ihr alle schon selbst getestet, höchstwahrscheinlich, ne? Ja. Sehr gut. Also alles praktisch ausprobiert. Ja. Ja, weil die Kleinen sagen, sie dürfen nicht, weil man alleine nicht rauskommt. Weil die sitzt ja quasi so, er guckt dann ja über die Ja. Reling, kommt allein nicht raus. Und bei den zwei Abichts, da sitzt man ja hinten oben. Ah, okay. Ja, ist auch so eine Notfallgeschichte, ne? Wenn dann wirklich was ist, kann man auch verstehen, ne? Die anderen Ja. sind halt ein Stück zu kurz. Nicht zu tief vor, weil du kommst ja allein nicht rüber. Auch zu kurz. Die Länge ist vielleicht nicht so schlimm, aber weil man kommt allein nicht rüber, darum Ja. Anführungszeichen wärst du halt
Klappe auf, kannst ins Wasser springen als Rollifahrer. Und darüber, Ronny, danke für deine Vielen Dank für die Sub-Verlängerung, Infos. danke für 7 Monate. Und Seren, schon wieder 1000 Bits. Seren, danke, danke. Hannes ist 8 Monate dabei auf Twitch und Ingrid schickt 5 Euro Superchat und möchte gerne nochmal ein Geburtstagshorn für einen ganz stillen Zuschauer, der aber seit Monaten keinen Stream auslässt. Oh, Ja, dann sagen wir doch einfach nochmal Happy Birthday für alle Nachzügler, die eben das Horn nicht mitbekommen haben. Aber wir haben ja glücklicherweise mittlerweile ja, das war das Horn in echt, würde ich sagen. Ja, ne? Ne? Aida Sol legt ab, sehr leise natürlich. Ich hoffe, wir kriegen noch eins. Aber wir haben jetzt auch ein Aida Geburtstagshorn. Herzlichen Glückwunsch dann nochmal. So, da geht's los mit der Sol. Kerstin, danke für 15 Monate. Sie fragt, ob Tanja und Ben meine Abreise streamen. Naja, ich streame dann ja von Bord. Also da brauchen wir von außen keinen Stream. Also da wird es dann mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit einen Stream von Bord geben. Tony is in the house. Tony, greetings to Portugal and thanks for 10 bucks. So, ich würde schon mal unsere Lufthansen gleich in die Luft schicken. So, Achtung, einmal hier bitte. Einmal ein klein bisschen kommt auch Abstand. danach, 18 Uhr. 18 Uhr kommt die. Hoffen wir. Also Infos waren 18 Uhr raus. So, erstmal ein bisschen weg. So, da haben wir ein Bild. Mal gucken. Ja, wir haben ein Bild. Wir haben ein Bild. Also steht wohl jemand Deck 5 unterm Rettungsboot. Ich gucke hier schon mal. Vielleicht kann ja auch irgendjemand das noch mal ins Formular hauen, wenn ich was übersehe. Ich habe da jetzt auch noch gar nicht reingeguckt. Schauen wir mal. Ach, guck mal hier, Papa David schreibt, dank unserer Streams wollte sein Sohn gerne nach Hamburg. Und nun ist es bald soweit, sogar mit Hafenrundfahrt bei Elas.
Ja, viel Spaß, Ja, viel sehr cool. Spaß. Vielleicht streamen wir dann ja zufällig und ihr könnt mal vorbeikommen. Hier ist auch noch mal die Frage, ob das Horn schon war. Ja, das war schon. Aber kommt ja vielleicht noch eins. Ja, wir hoffen, dass wir gleich noch ein Horn bekommen, wenn sie hier ums Eck fährt. Manchmal gibt es ja noch eins, wenn sie dann an den anderen Schiffen vorbeifährt, also zum Beispiel bei der Finnmarken. Hallo, wisst ihr, wo die hinfährt? Die fährt nach England und Irland. Aha, wir haben nämlich geguckt und da war keine, die heute ausläuft. Aber dann vielen Dank. Gerne. Bitte schön. Frage ich mich, wo sie geguckt haben, aber wir sind ja immer gerne behilflich. Ich finde, außer Luft sieht das alles viel, viel langsamer aus. Henrik schreibt es, er hat seit dem Erstanlauf der One Innovation keinen Stream ausgelassen. Danke für deine Treue. Wahnsinn. Dankeschön für 17 Monate, Henrik. Dankeschön. Es sind aber so einige, die Hamburg besuchen. Schön so eine kleine Städtereise. Kommt da noch ein Schlepper? Kann das sein, dass da gleich noch einer, da steht schon ein Schlepper? Kann das sein, dass da noch jemand rausgeht gleich? Also aus dem Kühlbrand kommt auch gleich noch was. Das müsste jetzt auch gleich kommen. Kühlbrand, okay. Ja, aber es ist glaube ich, jetzt irgendwie erstmal nur eine Fähre. Hier fragt jemand, warum AIDA so unbeliebt ist bei den Hamburgern. Ist es doch gar nicht, das ist doch Quatsch. Ja. AIDA ist doch überhaupt nicht Da ist unbeliebt. das, was da rauskommt. Oh, da ist was. Mal gucken, ob ich da schnell hinkomme mit Los Dronos. Oh ja, da geht noch einer am Kühlbrand raus. Eine Wertung. Aber jetzt haben wir gleich die AIDA frontal. Boah, Sirenen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Danke, danke, danke. Nochmal 1000 Bits. Du bist echt verrückt. Du bist wirklich verrückt. Raik, moin, danke für deinen Prime-Sub. So, wo haben wir den Winker? Irgendwas mit überm Rettungsboot, hatte ich gehört.
Dr. Oskar Behrens. Herzlichen Dank, wieder auf der Speicherstadt dabei. So. Da kommt nochmal Lufthansa. Lufthansa Technik, nicht Lufthansen. Ist das nicht das Gleiche? Aber nicht versehentlich drauf landen. Ich glaube, das wird nicht so gut kommen. Ja, seht ihr irgendwo jemanden? Unter der Brücke 4. oder 5. Kabine dahinter. Ja. Mal ein bisschen reinzoomen. Unter der Brücke. Rotbrand müssen wir auch mal ein bisschen im Auge behalten. Da kommt die dritte Fähre für unsere Sammlung. So, haben wir denn da jetzt irgendwo jemanden winken über den Rettungsbooten? Ich guck noch mal in die Notizen. Andi schreibt, steht unter dem blauen A. Okay, mit blauen A kann ich was anfangen. Ich finde, das können wir doch jetzt. Da stehen aber viele. Viele stehen da. Vielleicht sollten wir immer das blaue A jetzt zur Da winken Sammelstelle Sie, machen. da winkt das blaue A. Tanzt euren Namen. Tanzt euren Namen. Deck 5, soll auch noch jemand winken? Gute Reise. Ja, wo ist Wo Deck ist- 5? Also Keine das Ahnung. Problem ist, ich habe ja so ein bisschen Zuordnungsprobleme. Könnt ihr das? Da, warte mal. Oberste Da, Reihe, da Mitte. ist doch, da sehe ich doch ein Badehandtuch. Jetzt geht er wieder rein. Müssen wir ohne Brille gucken, dann sehe ich das besser. Bei den Rettungsbooten war ja auch noch jemand. Gucken, habe ich hier noch. Und am dritten Rettungsboot auch, aber von links oder von rechts. Sehe ich jetzt niemand, der winkt. Aber ein Stückchen weiter, also vorbei an den Rettungsbooten. Weiter, weiter. Ganz weit nach vorne. Da, Ja. guck mal, mit AIDA-Flagge. Da haben wir auch noch jemanden. Da stehen welche. So, Gute Reise. gute Reise. So. Oh nein, da schreit schon wieder einer meinen Namen. Aber wo? Ich glaube, das war da oben doch wieder so, wo das Das war A oben, ist. ne? Ja. Ja. Gute Reise. Gute Reise euch. Also die Finnmarken ist da, wir haben sie zumindest gehört.
Da ist sie. Was sieht denn eigentlich mit Regen aus? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Also es sieht ein bisschen nach Regen aus, aber es soll nicht regnen. Ja, Lotse ist auch schon da. Hier wird noch einmal nach der Drohne gefragt. Haben wir jetzt als Befehl, ne? Ja, wir haben hier der Equipment-Befehl. Da steht drin, was wir für eine Drohne haben. Also in 2 Minuten kommt was aus dem Kühlbrand. Also bitte im Blick. Schauen wir mal, was da rauskommt. Vielleicht müsste irgendwas zu sehen sein aus dem Kühlbrand. Kühlbrand, ja, ich gehe da gleich drauf. Ich wollte noch einen Moment auf der AIDA bleiben, da ist gerade ja der Lotsenwechsel. Rabbit Hunter, danke dir für 10 Monate und Ina Rote, an dich ein Dankeschön für 12 Monate. Sie sagt, danke für die super schönen Bilder, sehr, sehr gerne. Wer ist denn das? Fairplay-Schlepper. Ach ja, und jetzt kommt da was aus dem Kühlbrand. Die Yeoman Bank. Boah, auch ein cooles Schiff. Das ist ein Bulker, Massengutfrachter mit eigenem ja, wie nennt man das? Kann selber laden und entladen, ne? Mit so eigenen Förderbändern da drauf. Scheint aber auch relativ leer zu sein. Ja, die gelbe Fähre, die Grasbrook, die ist uns direkt hinter die AIDA gefahren. Sonst hätten wir sie alle gehabt.
Schade, schade. Weißt du das, Papi? Papa. Da kommt Brigitte auch wieder. Hallöchen. Hallöchen. So, jetzt haben wir sie. Ja, wir standen leider nicht so ganz ideal für das Horn, aber die Finnmarken hat ordentlich rausgehauen. Ne? Die kann Einmal auch. ganz doll kräftig, wir beide sind voll zusammengezuckt. Die kommt so in den Schrank. Die kann auch sehr gut, die Finnmarken. Ja, Vielleicht kriegen wir ja gleich noch mal eins wär beim schön. Ablegen. Ja, wäre schön. Ja, eben noch mal mit der Stettin, ne? Schönes Hornbettel. Sehr cool. Aida Soll. So, jetzt können wir mal richtig schön hier die Elbe runter gucken. Ich war woanders. Ich hatte mich hier verabschiedet. Komm wieder, Ben. So, ich werde dann aber gleich erstmal eine Zwischenlandung machen. Ina Rote, ach Ina hatten wir schon, aber 12 Monate, danke Ina. Andi, Danke. Andi, 5 Euro Superchat. Ach, er hatte geschrieben, wir stehen unter dem blauen A, ja genau. Gute Reise euch. Seren nochmal 1000 Bits und Seren haut noch ein 5er-Pack Subs raus. Danke, danke. Ja, da kommt noch was aus dem Kühlbrand, ja. Und der Filtertüten-Toni ist seit 7 Monaten dabei. Herzlichen Dank. Rotznäschen verschenkt ein Sub an BMW Z. Danke dafür. Ja, da kommt jetzt noch einer unten aus dem Kühlbrand. Schöne Perlenkette hier auf der Elbe. Und Tom, 4 Monate. Es macht immer wieder sehr viel Spaß. Danke, danke. Guck mal, und Rotznäschen verschenkt ein Sub an Sandra. Dankeschön, danke. Dann haben wir noch René der Troll mit 5 Euro Superchat. Danke dir. Und Seren nochmal 1000 Bits. Mensch, herzlichen Dank. Ich hau nochmal das Horn der Aida Soll aus der Konserve raus. Meine Freundin schon. Habt ihr die Fahne gesehen? Haben sie. Hat er nicht gesagt. Oh. Die ist drauf. Du musst Ja. ja die Fahne drauf. Ganz vorne, ne? Ja, genau. Auf Deck 5. Ja, ja, haben wir. Haben Hier wir. drauf. Wunderbar. Kann ich hier schreiben. Ja. Das sieht schon geil aus, wenn die da wirklich so hintereinander wegfahren. Lass mich gucken. Also das sieht schon echt cool aus. Dafür weiß ich so, wo rechts und links ist. Nicht wie die. Wenn halt Zeit ist und halt eins vorwärts kommt. Da war auch eine Frage mit, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall mit Steuerbeutel Samstag mit den Farben. Die ich nur und man kann halt, da war halt nicht zu spät antworten, damit halt Boah, richtig was los auf der Elbe. Aber richtig. Richtig was los. Mal schnell ein Foto machen.
Bitte? Wo steht die Kamera, die das Bild? Da. Ach, echt? Gut, dass die eins da stehen. So, ihr Lieben, ich lande mal zwischen. So. Würdet ihr mir den Gefallen tun und ein paar Meter zur Seite gehen? Dann kann ich hier ganz in Ruhe landen. So. So. Okay, so. Ja, das war doch schon mal ein ganz guter Start, oder? Jetzt bin ich mal auf die Finnmarken gleich gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Sachsen-Uwe, 2 Monate auf der Speierstadt. Dankeschön. Moin Tanja und Paddy. Die Berlin-Göre und ich sind morgen seit 14 Tagen verheiratet und machen am Morgen Urlaub in Hamburg. Ja, herzlichen Glückwunsch. Seit 14 Tagen verheiratet. Ist ja auch süß, ne? Da sagen wir aber auch mal herzlichen Glückwunsch, oder? Aber da habt ihr ja noch ein paar Jahre vor euch. Frisch verheiratet. Mensch, ein frisch verliebtes Pärchen dann in Hamburg. Viel Spaß euch auf jeden Fall. Und auch nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich. So. Almut verschenkt eine Mitgliedschaft. Almut, danke schön. Und eine 10er Subbombe auf Twitch von einem anonymen Spender, ein Anonymous Gifter. Herzlichen Dank dafür. Svenny ist auch da. Svenny, danke dir für 5 verschenkte Mitgliedschaften. So, ich muss mal ganz kurz die Kamera an die Seite stellen, weil bei meinem Chat mal wieder was gerade ein bisschen am Spinnen ist, aber das können wir schnell reparieren. So, jetzt müsste es wieder laufen. So, jetzt kann ich mich wieder auf die Kameraführung konzentrieren. Obelix möchte, dass ich den Weibern mal eine Runde Sabbelwasser gönne. Danke für 2 Euro Superchat. Haben wir denn Sabbelwasser eigentlich dabei? Ja. Das haben wir. Und Cruisefire hat eine gute Frage, ob wir eigentlich die Auslaufparade der 40 Kriegsschiffe zur Baltops-Übung in Warnemünde streamen. Ich habe das im Kalender. Ich habe nur noch keine näheren Infos über Uhrzeiten. Da muss ich mal gucken, ob wir da irgendetwas in Erfahrung bringen. Lieber Cruisefire, falls du da irgendwelche Infos zu hast, schick uns doch gerne mal eine Mail oder etwas per Instagram. Weil das würde ich schon ganz gerne machen. So. Arno, ich danke dir für 4 Monate bei uns auf Twitch. Ja, und ich würde sagen, auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die vielleicht das erste Mal dabei sind und auch an alle stillen Zuschauer. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir freuen uns immer über jeden, der einschaltet. Ja.
muss man auch mal Wunderbar. sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. So. Aber man kann ja auch einfach nur gucken und genießen. Das geht ja alles. Also Gucken und hier genießen ist das Beste. Hier ist ja alles möglich. Du kannst schreiben. Wer ist denn das kannst nur eigentlich? Ist das die 95? Dann müsste da Conny drauf sein. Ja, das wäre doch mal was. Nee, ist die 96. Ist die 96. Es kommt gleich noch ein Kreuzfahrtschiff, ein kleines. Ist aber ein kleines, ne? Ist jetzt nicht so ein ganz großer. Das große ist schon weg. Ja, das war irgendwie um 17 Uhr. Ja, 17 Uhr war es eigentlich. Ist die 96. Ist die 96, ja, habe ich auch gerade gesehen. Mit den schönen Fifi-Monitoren. Sachsen-Uwe nochmal mit 5,99. Dankt sich nochmal für die Glückwünsche und er hofft, dass Sie uns mal live treffen. Ja, wäre doch schön. Also vielleicht klappt das ja, wenn ihr in Hamburg seid. So, da haben wir wieder den einzigen A380, der im Tiefflug über Wasser, über die Elbe fliegt. Wahrscheinlich nicht auf Flightradar zu sehen. Das wäre noch lustig, wenn die so einen Transponder hätten und der auf Flightradar zu tracken wäre. Danny, ganz lieben Dank für 2 € und Grüße nach Wasserburg. Henrik fragt, ob es bald mal wieder einen Stream vom Schlepper gibt. Ja, Henrik, ich habe das letztens schon gesagt. Conny ist zwar in Hamburg, aber wir haben eine Absichtserklärung. Aber Conny ist irgendwie so busy, da musste er noch irgendwie Gästefahrten machen, musste da irgendwie Kunden durch die Gegend schippern. Er muss, glaube ich, ausbilden, er hat irgendwie einen Trainee an Bord und ja. Der ist voll in seinem Element. Ja, wir hatten uns eigentlich fest verabredet, was zu machen, wenn er hier ist in Hamburg. Naja, aber das geht ja definitiv. Ein paar Tage haben wir noch. Also, Henrik, die Absicht ist da von beiden Seiten. Die Realität sieht im Moment ein bisschen anders aus. Aber drückt mal die Daumen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Würde mich natürlich auch sehr freuen. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. War schon lange nicht mehr auf dem Schlepper. Der Wilhelmsburger schickt 1100 Bits. Dankeschön. Und Seren schon wieder 100. Danke, Seren. Danke. Schnulli, 10 Monate. Danke, Schnulli. Schnulli ist ja auch süß, ne? Finde ich? Schnulli ist auch süß, ja. Ja. Gulrak ist 8 Monate dabei und grüßt vom Bubendei-Ufer. Ja, es wäre die andere Option gewesen heute. Aber wir dachten uns, wir gehen hier mal wieder etwas näher dran, außer ein bisschen Abwechslung. Wir waren ja jetzt gestern gerade am Bubendei-Ufer. Ist natürlich immer schön, Bubendei-Ufer, gerade auch mit dem ganzen Schiffsverkehr. Da wäre natürlich noch mal mehr los gewesen. Aber mal so, mal so. So, die NYK, die müsste ja auch bald rausgehen. Die Schlepper warten da schon, Leinen sind aber noch dran. Oh, Seren verabschiedet sich und muss sich jetzt mal sportlich betätigen.
eine Runde Radfahren. Ja, du, viel Spaß. Mach mir nur ein schlechtes Gewissen. Ich müsste auch mal mich sportlich betätigen. Hertos, danke dir für 100 Bits. Haben wir einen kleinen Schluck zu trinken? Ein bisschen... Mit oder ohne? Das ist hier die Frage. Auch eine Kiezmische würde ich auch nehmen. Dankeschön. So, jetzt drücken wir mal die Daumen, dass die Finnmarken gleich ordentlich raushaut. Warten wir es mal ab, ne? Danny meint, Bulk Finnland und Conny kommen gleich. Aus dem Kölbrand oder von wo kommt die Bulk Finnland? Oh Malte, danke für die 2 Euro und das Lob, weil wir so geile Unterstützer sind. Ja, wenn es möglich ist, dann schicken wir natürlich gerne immer ein paar Zuschauer rüber. Hier ist die Elbsegelei. Denen ist wohl etwas zu viel Wind, oder? Ja, falsche Richtung. Ja, an der Flagge sieht man auch, die haben den Wind ziemlich genau von vorne. Ich glaube, das funktioniert nicht so richtig gut. So. Wann solltet ihr rausgehen? 18, ne? Ja. Inga möchte wissen, welches Equipment benutzt wird. Inga, wir haben so eine Equipmentliste auf Amazon zusammengestellt. Vielleicht kann ja der liebe Sebastian noch mal den Link posten. Da kannst du gucken, was wir verwenden. Oder sonst haben wir auch alternativ immer so einen Link oben im Chat angeheftet. Da steht irgendwie alle weiteren Links zu uns oder so. Und da ist der, glaube ich, auch mit drin. Das da vorne dauert auch noch einen kleinen Augenblick übrigens. Das dauert noch? Losgeht. Ja. Hast du schon wieder Infos, die ich nicht habe? Ja. Habe ich. Ich habe hier meinen Knopf im Ohr. Hast du Regieanweisungen? Genau. Die Regie, die macht das schon. Christian und Sandra grüßen, sind auch schon seit 2 Monaten dabei. Dankeschön. Und Triton, danke für 100 Bits. Wo ist der Eierlikör für Tanja, wird hier gefragt. Ja, ich hoffe, den bringt Schwester Hansen mit. Aber Schwester Hansen ist immer noch im Chat, also Ja. ich fürchte, wir müssen das Essensgeld heute alleine auf den Kopf hauen. Nein, dann machen wir das morgen zusammen. Ja, der eine Schlepper da fährt auch noch mal weg. Der hat auch noch gar nicht angespannt. Kannst du mal bitte lesen den Namen von der letzten Unterstützung auf Twitch? Willst du jetzt, dass ich mich lächerlich mache? Ja, ne? Nein. Hier, da oben die letzte. Mit einem neuen Prime-Sub dabei ist wer? Der taktische Zwischenkotzer. Ja, super. Das ist großartig. Ah, willkommen an Bord, taktischer Zwischenkotzer. Also dich brauchen wir hier, weil wenn es mal wieder wild wird oder jemand frech wird, will ich sehr gut, also könnte ich mir gut eine Aktion von dir vorstellen.
musste hier mal schnell was in der Gruppe machen. Ja. Ich habe mal Conny eine WhatsApp geschickt. Wenn er fertig ist mit dem Job, soll er mal rumkommen. Aber ich fürchte, er liest keine WhatsApp, wenn er einen Job hat. Wo ist Aber denn der probieren jetzt kann hin man. eigentlich? Ja, irgendwer sagte Köhlbrand. Aber der ist doch... Nee, das ist ja die 96, die darüber gefahren ist. Irgendwer sagte, 95 ist im Köhlbrand zugange. Ich glaube, Danny hatte das geschrieben. Okay. Hendrik schickt nochmal 10 € Motivationszulage, dass Anja sich auf den Weg zum Geschäftsessen macht. Damit wir einen Grund haben, das als Geschäftsessen abzusetzen. So, Schwester. Aber sag mal, wenn wir beide gearbeitet haben und wir beide alleine essen, ist das dann auch ein Geschäftsessen? Wer kennt sich mit solchen Steuersachen aus? Da musst du mal deinen geliebten Steuerberater fragen. Der ist wahrscheinlich auch gerade wieder auf einer Kreuzfahrt. Genau. Unser Steuerberater Also wie, der ist also, weiß ich nicht, der arbeitet auch wirklich von Bord immer. Es ist echt ein ganz verrückter Vogel. Aber der ist so ein, der macht so diese kleinen Luxuskreuzfahrten. Hanseatic, Inspiration, Spirit und solche Sachen. Aber der fährt auch AIDA, ne? Also das... Ich wollte den ja mal in Chat hier... Ach, aus Richtung Airbus kommen die Bulk Finnland. Hier schreibt es nochmal, die sind jetzt Höhe Bubendai-Ufer. Ah, okay, alles klar. Ich dachte, die kommen raus aus dem Köhlbrand. Nee, okay, die sind Bubendai, alles klar. Ja, bei der Demeter, da dauert es noch ein bisschen. MacGame hat auch gesehen, dass da noch ein bisschen geladen wird. Na? Da ist Brigitte. Aber wir haben ja Zeit. Mal gucken, vielleicht liest Conny das ja. Aber wenn die den reinbringen, bis der festgemacht ist... Den bringen Sie rein? Ja, die bringen ein Schiff rein, bis der fest ist, dann sind wir schon lange... Fahr mal mit dem Rad los. Sag mal Conny Bescheid, dass er mal vorbeikommt. Richtung Bubendai-Ufer soll ich fahren? Öffelgönne fahren mit dem Radl? Ich habe keine Ahnung, wo der sich gerade rumtreibt. Achso, dann fahre ich ihm gerne entgegen. Nee, aus dem Köhlbrand kommt die Altus. Gleich. 5 € kommen von Tom. Dankeschön. Naja, versuchen kann man es ja mal. Dann weiß Conny wenigstens, dass wir an ihn gedacht haben. Der Hessenblitz macht noch mal den Chat grün. Cool. Danke dir für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Ingo schreibt, er ist morgen am Bubendai-Ufer zum Gucken. Ja, wir gucken mal morgen. Was hatten wir da? Perla, ne? Mhm. Perla und die Schwimmweste. Ja, können wir mal wieder vom Bubendai-Ufer machen. Da könnte man wieder zum Bubendai-Ufer. Es ist halt schön mit dem ganzen Schiffsverkehr drumherum. Dafür kriegt man hier halt ein Horn mit. Ach, guck mal, da haben wir jetzt auch die Grasbrock. Die ist gerade da am Fischmarkt. Oh, da kurfte gerade ein Lotsenboot rum. Kann das sein, dass sie bei der Finnmarken war? Lotse gerade weg, ne? Aber die waren bei der Finnmarken, oder? So, mit der grünen gelben Grasbrook hatten wir dann alle 3 neuen Hybridfähren. Ingo Brinke kühlte Kiezmische morgen mit. Das ist ja schon fast eine Verpflichtung. Sarah, danke auch an dich für die Verlängerung von deinem Prime-Sub. Dankeschön. So, falls noch jemand Bock hat irgendwie auf ein Hamburg Hafen Live T-Shirt oder Hoodie, da hätten wir auch noch was. Gibt aktuell wieder 20% Rabatt. Sven, ja, AIDA ist schon los. Die ist relativ pünktlich raus.
Jetzt warten wir noch auf die Finnmarken. Da ist gerade der Lotse abgesetzt worden. Da soll es um 18 Uhr dann losgehen. Reptine, danke für den Hinweis. Emerald Princess kommt morgen auch. Ja, ich muss mal auf Abfahrtszeiten gucken. Ich hoffe nicht, dass das so Möchtest 17 du? und 20 Oder hast Uhr du? wird. Es ist nur Cola. Möchtest du? Ja. Möchtest du eine Kiezmisch? Und ich hoffe natürlich, dass das Wetter mitspielt. Aber dann könnten wir morgen Bubendeiufer vielleicht machen. So, Prost ihr beiden. Ingo freut sich auf mein Gesicht. Das habe ich auch noch nie gehört. Wir haben ganz schön viele gelbe Fähren. Findet ihr nicht? So. Sag mal, unsere Moderatoren, die geben mir heute wieder alles, ne? Das sind alles Maschinen. Alles Maschinen. Danke, ihr Süßen. Wir senden ganz viel Dankeschön. Liebe. Kaffee Intention, weckt das Gute in dir. Was ist denn das eigentlich, Kaffee Intention? Also das kann ja nichts Kleines sein, wenn die sich so eine ganze Fähre als Werbefläche leisten können. Ich habe das noch nie gehört. Könnt ihr mir mal helfen, was Kaffee Intention ist? Also es ist ja bestimmt nicht einfach nur ein Kaffee. Oder ist das ein Kaffee? Stellen die Kaffee her? Ist das die Konkurrenz? Ich schalte weg. Andere Kamera. Ja, dann nehmen wir die nicht mehr. Ist das eine Kaffeemarke? Dann könnte es sein, dass die in Zukunft nicht mehr im Bild erscheint. Ja, Schetait schreibt, das ist eine Kaffeesorte. Wir haben da viel, viel besseren Kaffee. Wir haben viel, viel besseren Kaffee. Also ich bin ja begeistert von den Temperaturen heute. Ne? Ich Die habe sind zum super. allerersten Mal nicht mal eine richtig fette Jacke an. Und Turnschuhe. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Links kommt auch noch was Kleines. Eine Kaffeesorte von Darboven, schreibt der Andreas. Naja, gibt ja auch andere sehr gute Kaffeesorten. Aber unsere ist schon gut. Unsere ist schon ganz lecker. Wirklich. Knut vom Oberharz ist da. Und er schreibt: Ein Dank an die Mods und mögen eure Freuden, Frieden und Hoffnung größer sein, als die Elbe in 100 Jahren Tropfen hat. Knut ist immer so poetisch. Danke, Knut. Das hattest du gesehen, ne? Ja, das hatte ich gesehen. Da könnte ich mal rüberschwenken. Ulrich verschenkt noch 5 Mitgliedschaften. Ulrich, danke, danke. Boah, der Kanal explodiert ja heute. Bitte nicht. So. Conny fährt dann gleich in den Kölbrand rein. Hier neue Kaffeesorte bald erhältlich. Hansens Drohnenbohnenkaffee. Drohnenbohnenkaffee. Drohnenbohnen. Guck mal, da fährt doch Elas. Die haben ja ordentlich
Deck hinten voll. Ja. Vielleicht kann ja diese Firma Darboven sagen, sie kaufen unsere Marke auf. Nee. Wir dürfen die weiterführen als Hamburg Hafen Live. So einen Und Scheiß machen wir nicht. dafür bekommen wir die Werbefläche auf der Fähre. Nee, das ist ein blöder Deal. Echt? Ja. Lass uns lieber eine E-Lass-Barkasse umlackieren. Guck mal, der hat einen Hund oben. Guck mal, der Hund. Siehst du das? Musst du hier auf dem Display gucken. Da oben. Der läuft da oben an Deck rum, der Hund. Das ist ja auch ein cooler Hund. Siehst du das? Ein Dackel. Oh, wie süß ist das denn? Ja. Der ist bestimmt Bootsmann, der Dackel. Heute sind die neuen Fähren aber gut im Einsatz. So, bald müsste eigentlich dann mal Conny erscheinen. Vorm Elbtunnel ist Conny, also es braucht noch. Und Sebastian Kolze meinte, da muss auch erst noch einer raus aus dem Kühlbrand. Irgendwie ist da gerade ein bisschen Verkehr. El Oshin, ich danke dir vielmals für Dankeschön. dein Kompliment. Sag mal, was ist denn da los? Ja. Naja, Oha, danke. Guck mal. was machen ist- die denn da? Da siehst du schon. Ja. Da im Hintergrund sehen wir den, der jetzt erstmal aus dem Kühlbrand raus muss. Die Altus. Junggesellenabschied. Ja, das sieht nach Junggesellenabschied aus, ne? Hinten sitzt die Braut. Nicht mehr lange, jetzt fängst du jetzt Wasser. Die sind noch nicht vorne. Da fehlt die richtige Welle jetzt. Oh. Ich glaube, da hat man als Schiffsführer richtig Lust drauf. Kannst du ja am nächsten Anleger rauslassen.
So, ich schwenke mal hier nach vorne, da kommt die Altus dann gleich raus. Bellabine ist auch schon seit 10 Monaten dabei. Danke dir. Ich glaube, Schwester Hansen ist immer noch zu Hause. Ach, die kriegen wir noch hierher. Da geht die Altus raus. Sieht man auch sehr schön, dass der Schlepper eigentlich nur zur Sicherheit da ist. Die Leine hängt durch. Was haben wir denn da? 197 Meter Länge, 32 Meter Breite. Ein Bulker unter der Flagge von Zypern. Da hat auch schon wieder jemand Spaß auf der Gangway. Bester Job. So. Ach, die NYK geht raus, ja. Danke für den Hinweis. Annette spendiert mir ein Spaghetti-Eis. Oh. Danke dir, Annette. Sehr, sehr gerne. Danke für 5 Euro. Ah, guck mal, Toni schreibt, Altus came to Portland. She was named Hinode Maru at the time of the visit. Tony, how long is that ago? A couple of centuries or just a few months? Wird gefragt, ob wir die Hafenpübi fragt, ob wir die Cruise Station im Kopf haben. Ja, sicher. Natürlich haben wir die im Kopf. Müssen halt mal gucken, ob wir da streamen dürfen. Da ist ja wieder diese Blueport-Geschichte. Ja. Wer das nicht weiß oder nicht kennt, es gibt ja immer zu den Cruise Days hier diese Blueport-Installation. Da wird der ganze Die Zuschauer kriegen ja fast einen Herzinfarkt. Nur eins? Da gehen wir doch gleich mal wieder in die Luft, oder? Ja, diese Blueport-Installation, die ist halt leider urheberrechtlich geschützt. Das heißt, da brauchen wir eine Genehmigung, damit wir da streamen dürfen. Klingt komisch, ist aber so.
Man sieht endlich mal die Finnmarken. Ja, tatsächlich. So, jetzt aber ab in die Luft hier. Lufthansa hat gepennt. So, Achtung, einmal hier. Achtung! So, mal gucken, wo die dreht. Aber ach, die dreht ja quasi auf ihrem Ach, Liegeplatz. what? Die soll... Ja. Aber das haben wir ja auch da schon oft gesehen, ne? Wenn die ablegen. Ja, aber die ist ja so lütt, ne? Guck dir das mal an. Die ist so lütt. Das ist ja fast so klein wie ein Buddelschiff. Aber jetzt sehen wir auch im Hintergrund Conny, der da angedackelt kommt. Ja, die können quasi auf der Stelle da drehen. Ist ja kaum größer als eine Fähre. Aber mein Lieblings-Fun-Fact, Hurtigruten ist ja Dresscode Jogginghose. Du meinst, da wird es so gar nicht auffallen? Nee. Haben wir da zufällig einen Zuschauer an Bord? Das ist eigentlich eher selten, ne? Also ich habe jetzt nichts gelesen, aber das heißt ja nichts. Hier wird gerade vorgeschlagen, dass die Finnmarken bald mal die Linie 62 übernimmt hier im Hafen. Das wär's doch, oder? Das könnte sie machen, ja. Das könnte sie machen. Ja, das fällt gar nicht so auf, wenn die hier dreht und sich dann aus Nee. dem Staub macht, oder? Nee. Aber vielleicht ist sie natürlich auch da gedreht, oder es haben ja schon andere Schiffe gemacht, weil die ja auch kommt, ne? Und die NYK geht ja auch noch raus, Ja. die Demeter. Vielleicht haben die gesagt, so, jetzt mal schnell Seht zu, drehen dass ihr und da dann schnell wegkommt. Schubrakete, ne? Ja, und genau. weg damit. Naja. Aber ein bisschen was sehen konnte man ja. Ja. Wir haben ja die Videomöwe. So, und jetzt gibt die gleich Stoff, ne? Die legt jetzt den berühmten Hebel auf den Tisch.
Da kommt Conny ums Eck. Ist Conny vorne dran oder hinten? Ich glaube vorne. Ich muss noch mal nachlesen hier. Ich glaube vorne. Vorne. Ah, okay. Reifen brauche ich ja nicht, ne? Ist ja eh schon weg. Ja, siehst du, sag ich, da brauchen wir ja nicht. Ich habe heute gar nicht gepfiffen. Nein! Nein, die sind verölt. Aber das war schon. Kurz und kurz. Diese extra, das ist die von dir. Von mir. Das war die. Ja, ich weiß Hanni, es ist einmal gewünscht, dass ich pfeife. Ich pfeife einmal, ja? Ja, mich musst du nicht um Erlaubnis fragen. Ja, gut. Ja, leider komme ich mit der Drohne auch nicht hoch genug, um da wirklich in den Kühlbrand zu filmen, also hier jetzt über die Bäume zu filmen. Ja, musst du ja auch nicht. Wir haben es ja gesehen. Außerdem kommt da auch noch was Schönes. Stimmt. Das darf man ja auch nicht so ganz außer Acht lassen. Conny ist ja eh weg. Conny ist eh weg. Conny ist weg. Aber wir haben hier Cool Water Davidoff, ist auch seit 16 Monaten dabei. Und die NYK Demeter, die wir hier im Bild haben, hat eine Länge von 294 Metern, eine Breite von 32 Metern, fährt aktuell mit einem Tiefgang von 9,90 Metern unter der Flagge von Panama und möchte jetzt gerne nach Portugal, Lissabon. Ach ja, da würde ich jetzt auch gerne mitfahren. Inga möchte noch mal wissen, was bedeutet die Zahl auf dem Funkmast?
F407. Inga, das ist die Pegelanzeige. Das F bedeutet, es ist Flut, es ist auflaufendes Wasser. Und die Zahl dahinter, die 407, bedeutet, dass der Pegel aktuell 4,07 Meter über dem mittleren Pegelstand ist. In den Seekarten findet man einen mittleren Pegelstand oder eine mittlere Wassertiefe von zum Beispiel 10 Metern. Und wenn da steht 407, dann hast du aktuell eine Wassertiefe an der Stelle von 14,07 Metern. Und irgendwann steht dann E, dann läuft das Wasser ab und dann ist halt Ebbe. Und Coolwater Davidoff findet das so gut, dass er mal ein Upgrade gemacht hat. Danke dir vielmals. C64 Forever. Ja, das ist genau der richtige Name. Auf Twitch C64 Forever. Ich denke gerne an meine C64-Zeiten zurück. Danke, dass du an Bord bist. Danke für deinen Prime-Sub. Wollen wir noch schnell einsteigen und nach Portugal mit? Ja, das wäre nicht schlecht, oder? Ja, also Lissabon war ich auch noch nicht. Wie lange wird die dahin brauchen? Was meinst du? 1,5 bis 2 Tage, denke ich mal. Aber wir haben ja die Hunde zu Hause. Das wird nichts. So, hier sieht man ganz schön, wie der hintere Schlepper ordentlich mithilft. Und der an der Seite, der hat einfach so ein bisschen gedrückt, damit sie da rumkommen. Guck mal, hier gibt es noch einen kleinen 360 von VB Bär. Oder? Nein, die drehen nur, damit sie vorwärts fahren können. Schade. Naja, dann war es halt so ein 150 oder so. Ist ja auch gut. Aber Schlepperballett geht ja immer, ne? Ja.
Da wieder oben an Deck. Da wieder jemand an der Gangway. Und Coolwater Davidoff fragt, wann kommt denn mal wieder mein Lieblingscontainerschiff nach Hamburg, die Ever Given? Ja, also ich würde mal sagen, die hast du verpasst bei uns Die hast du im Stream verpasst. Gestern Morgen um 6 Uhr. Mensch, deswegen sind wir extra so früh für dich aufgestanden und du hast Ja. nicht geguckt? Na, das musst du ja noch Ich würde mal nachholen. behaupten, es lohnt sich, den Stream nachzugucken, denn der war wirklich gut. Der war gut. Der war echt gut. War auch alles dabei. Ja. Kreuzfahrer, Containerschiffe, die Ever Given. Die Vapo. Die Vapo war dabei, ja. Mittlerweile fester Bestandteil unserer Streams. Aber heute haben die sich noch nicht blicken lassen, ne? Warum flackert denn das Bild so? Ah, wahrscheinlich, weil ich automatische Belichtung anhabe. Leon ist seit 2 Monaten dabei. Dankeschön. Und Henrik haut nochmal 5 Euro raus. Dankeschön. Und er sagt, an dem Roro Cape Sidious sind schon Schlepper dran. Der geht gleich wohl auch raus. Stimmt, da müssten Fairplay-Schlepper dran sein. Da ist, glaube ich, die 96 dran, die wir eben hier an uns vorbeifahren haben sehen. Und Sven haut noch 20 Euro raus für Getränke zum Abendessen. Jetzt muss Schwester Hansen aber sich so langsam auf den Weg machen, oder? Jürgen Fretter haut auch noch mal eine Mitgliedschaft raus. Danke dir, Jürgen. Danke, danke, danke vielmals. Die 94 und die 96 sind dran. 94 und 96. Brigitte, du kannst doch noch nicht gehen. Jetzt wird es doch erst spannend hier. Warum denn? Was kommt denn? Was passiert denn? Ja, Na hier ja. ein Roro-Schiff. Autofrachter. Kommt. Autofrachter. Ich darf mal nicht liegen. Kommt oder geht? Kommt. Geht. Geht. Von da? Ja. Okay. Ja, dann bleibe Genau. ich noch. Und Tendery, danke für die Verlängerung von deinem Prime-Sub. Dankeschön. Vielen Dank. Schon unterwegs oder? Müsste eigentlich jeden Moment losgehen. Guck mal, da kommt noch so ein Teil. Noch so ein Teil. Ich hätten wir uns ja vielleicht doch. Das sieht so aus. Ach, cool. Ja, aber ist doch auch mal eine coole Perspektive hier die Elbe runter, oder? Ja. Also muss ja nicht immer nur ans Bubendeiufer, auch wenn da sicherlich heute das vom Verkehr her auch interessant gewesen wäre. Aber das gefällt mir gerade heute auch richtig gut. Die kommt. Ist Ah ja, okay. Super. Danke dir. kein Autotransporter. Kein Autotransporter. Ist kein Autotransporter? Irgendwer hat geschrieben, da kommt was Roro-mäßiges. Aber sollte nicht noch was vom Oswald-Kai kommen?
kriege das auch alles durcheinander hier. Ich bin auch durcheinander. Müssen wir gleich mal sortieren. Muss mal die Regie fragen. Ja. Die Ach, das ist Regie? ein Containerschiff, die Citius. Die kommt aber gleich, kommt auf jeden Fall dahin vom Oswald Kai. Ja. Jazzfriend, herzlichen Dank für 11,11 Euro. Dankeschön. Oh, guck mal, wie geil das aussieht mit dem Lichtspiegelung da auf der Elbe. Richtig cool. Richtig cool. Und der DBP-Visitor fragt: Schönen guten Abend aus Aachen. Frage, was ist dran, dass ungefähr 10.000 Container jedes Jahr verloren gehen? Hast du da mal irgendwas gehört? Ich weiß nicht, ob es da so eine feste Statistik drüber gibt, dass es immer 10.000 sind. Also mit Sicherheit gehen jedes Jahr ein paar Container verloren, aber so ganz genau weiß ich das auch nicht. Guck mal, und da hinten kommt nämlich jetzt die Cape Citius. So, ich lande erstmal. Wobei, warum landen, wenn ich noch 56% habe? Warum landen, wenn wir doch solche Bilder liefern können? Bleibst du doch noch oben? Ja. Ist ja noch was drin im Guck mal, Akku. das ist ja auch nicht so klein, ne? Nö, sieht auch, finde ich auch echt cool aus. Ich mag das ja, wenn die da hinten so ums Eck gefahren Ja. kommen, ne? Mit den, Ich finde das auch toll. mit Ich den find- Landungsbrücken, mit der finde- Cap San genau. Diego, Elbphilharmonie. Aber das sieht auch super schön aus, wenn man da steht und da so ein Schiff Ja. kommt. Ne? Das ist Also echt wenn man auch da was Landungsbrücken Besonderes, ne? steht, das ist echt schön. Auch direkt von der Cap San Diego hat man da echt einen mega Blick. Eggy schreibt, eure Streams sind einfach mega schön. Ein schönes Wochenende. Danke, Eggy. Ganz lieben Dank für 20 Euro. Und Lars haut auch noch ein Lob raus und sagt, super Stream, könnte immer laufen. 2,49. Ganz lieben Dank, Lars. Und gleich ist er ja noch mal irgendwie weg da um die Ecke. Das sieht man dann irgendwie manchmal gar nicht so gut, wenn der da lang fährt. Ne? Manchmal, Ja, aber du dafür denn? haben wir eine Lösung. ja. Obwohl, ich glaube, den sieht man jetzt hier, oder ich glaube, der verschwindet. Guck mal, die nicht kriegt so, jetzt ne? auch schön Licht von der Seite. Boah, aber die Cap San Diego, die ist jetzt auch gerade schon wieder vorbei. Die hatte gerade einmal richtig schön Licht.
Oh, Sirene ist fertig mit Fahrradfahren. Das hat aber nicht so lange gedauert. Wie viele Kilometer hast du denn geschafft? Danke dir für die 5er-Subbombe. Ach, guck mal, der verschwindet jetzt gar nicht so, ne? So Nee, der kleineren. der holt nicht so weit aus Nee. mit der Kurve. Aber der hat schön die Klüsenspülung am Laufen. So, das Bild war, glaube ich, eben ein bisschen dunkel von der Hauptkamera. Ne? Hat wieder keiner aufgepasst. Oh, guck mal, es sieht aber auch so imposant aus. Ne? Und wenn da jetzt auf der linken Seite, guck mal, da bei L'Osteria, da sitzen Leute, gucken, essen Pizza und können dabei Schiffchen gucken. So, ich gehe mal ein bisschen ins Weitwinkel. Das ist, glaube ich, auch mal ganz schön zu sehen, wie die da die Kurve fahren. Annette spendiert 5 € für heiße Schokolade für Brigitte. Heiße Schokolade? Ja, und sie sagt, Ganz viel Schoß? Dankeschön für die Ohrringe. Ja, Annette! Gerne! Heiße Schokolade bei den Temperaturen? Heiße Schokolade geht immer, außer wenn es überschneidet gar Ja, und wenn du die heiße Ach Schokolade ja. stehen lässt, wird sie kalt. Also ist alles eine Frage der Zeit. Aber ist nicht pro Schiff und Schiff. bisschen Baileys rein, dann geht das. Aber sowas von. Das dachte ich mir, dass dir das gefällt. Also hier ist ja heute mehr Attacke als am Bupendey-Ufer, oder? Also muss man, glaube ich, gar nicht traurig sein um die Standortwahl. Ja, Sabine, richtig. Danke für die 5 € mit vielen Kühlcontainern. Alles weiß. Stimmt, die weißen, die Kühlcontainer erkennt man jetzt hier auch teilweise an dem Aggregat. Wobei, ich glaube, das sind gar nicht alles Kühlcontainer, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe übrigens gehört, dass Maersk anfängt jetzt Container in Blau zu machen. Also in dem Hellblau von Maersk. Das hat mir der Michi erzählt, als ich ihn besucht habe. Da bin ich mal gespannt, wann wir da die ersten sehen. Ja, der sitzt an der Quelle, der Michi. Ach, ich war ja auf der Drohne. Ich wollte eigentlich auf der Kamera sein. Ja, aber ich hab die halt so schön nah dran. Ja, aber nicht mehr. Schön, ja, ganz kurz. Ich wollte mal anrufen und die Tiefe laufen. Einfach für den Hafen hier. Das macht dann meine Voraussetzung. Dann geht da hinten auf die Elbe kann auch hoch von hier. Und dann haben wir gesucht. Gesucht und gefunden. Guck mal richtig an, wie du hier Geh doch zur Seemannsmission. Ja, gleich. Kann gerade nicht. Lachen darf ich auch nicht. Da kommt die 96, aber ich weiß nicht, wer da drauf ist. Leider keine Ahnung. Jawohl, da ist unser Schlepperballett.
Ah, Mist, die Drohne ist gerade falsch eingestellt. Ah, ich habe Mist Winke, gemacht. winke. Ah, ich bin auch ein Idiot, ey. So. Ich bin heute auch so ein bisschen in Fairplay-Farben. Sehr cool. Ich finde, von oben sehen die Schlepper ja auch toll aus, oder? Guck mal, jetzt gibt es noch mal eine schöne Drehung. Sehr cool. Mega! Aber von oben sieht das cool aus. Ja. Haben wir auch noch nicht so drauf, ne? Nee. Dankeschön. Gute Heimfahrt. Oh Mann, ey, ich habe gerade hier voll Belichtungsstress mit der Drohne. Ah, ey, das ärgert mich gerade ein bisschen. Kadi, soll ich ganz liebe Grüße von Rolf Domhoff. Danke, liebe Grüße zurück. Oh, ey, sorry, ich habe gerade echt Belichtungsmurks gemacht. So, ja, lieben Dank an die Fairplay 96. Dankeschön. Vielleicht hat Conny einen rübergegeben, Gruß rübergeschickt. Also lieben Dank an Conny, falls du da ein bisschen nachgeholfen hast. Sensationell auf jeden Fall. Ja, der ist noch vor. Ja. Juhu. Mach mal. Ja, aber das war doch toll, oder? Total. Schönes Finale. Ist es das Close-Out oder what? Ja, ich glaube, jetzt kommt nicht mehr viel. Nee. Ich glaube, da kommt nicht mehr so viel. Ah, Conny hatte mir auch eine WhatsApp geschrieben. Ich glaube, der hat mal über Funk Bescheid gesagt, dass sie hier noch eine kleine Drehung hinlegen. Also auf jeden Fall ein dickes Dankeschön an die Dankeschön. ganze Fairplay-Crew. Ihr seid einfach die Besten. El Ochin. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Okin oder Ochin? El Ochin. Danke für eine verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Malte sagt, eine Stunde müsst ihr noch durchhalten. Und dann? Was kommt dann Was Gutes? passiert dann, Malte? Ach, dann streamt Malte weiter, glaube ich. Ah. Ja, dann kommen wir nachher bei dir mal rum. Gucken wir nachher bei dir. Aber ihr könnt mal bei Malte reinschauen, der Kanalsteuerer. Guckt doch mal bei ihm auf den Kanal, lasst gerne ein Like da. Der ist nachher noch mal live und nimmt uns dann sicherlich live mit auf dem Nordostsee-Kanal. Mit ein bisschen Glück hat er richtig cooles Licht. Wenn Malte den Sonnenuntergang mitbekommt. Seren, danke für einen Fünfer. Und ich glaube... So, ich muss zurückkehren. Okay. Der Akku sagt,
dass ich nach Hause möchte. Kann der sprechen mit dir? Ja. Echt? Ja, ja. In der Tat kann er das. Sehr gut flippt. Wobei hier das Bild muss ich euch auch noch mal zeigen. Das sieht doch auch toll aus, oder? Also wir Jetzt haben hier noch gerade einen Bulk Hamburg. bei Airbus. Ist noch ein Bulka bei Airbus. Ja, schauen wir mal. Ich muss auf jeden Fall jetzt einmal landen. Wo geht denn der hin? Ach doch, Momentchen. Ach, ich glaube, das war das hier. Ach nee, das war das auch nicht. Oh Gott, diese Schiffe. Kriegt ihr heute echt nicht auf die Reihe. Wer, wo, wie, was. Naja, spätestens wenn sie vorbeifahren. Ups. So. Oh. Achtung. Hältst du mal ganz kurz die Drohne? Ist da nicht der Finger ab, wenn da so ein... Ja. Ja? Ab nicht zwingend, aber es tut schon verdammt weh. Ich habe es einmal geschafft, in so einen Propeller zu fassen. Ich sag mal, macht das nicht nach. Also der noch kommt, geht in Kühlbrand. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen wollen oder... Ach, ich finde, Der geht? wir hatten einen schönen ich auch. Stream. Aber in der Pause zwischen Malte könnte man da auch noch mal bei Dennis reinschauen. Stimmt, Dennis Der ist streamt nämlich auch noch. live. Genau, Ich gucke könnt da ihr auch mal noch schnell schauen. rein. Also ich glaube, der wird sich richtig freuen, wenn ihr jetzt rüberkommt. Momentchen, also eben war da auch noch Boah, richtig Seren, was noch ein los. Zehner. Mensch, Seren. So, jetzt muss ich mal gucken bei Dennis. Seren, echt unfassbar. Aber ganz, ganz liebes Dankeschön. Ganz liebes Dankeschön. Ja, bei Dennis bei Elbcam, da könnt ihr gleich Der mal ist jetzt reinschauen. live. Ich muss Der mal müsste ganz live kurz sein und gucken. wartet, glaube ich, auch auf die Kreuzfahrer. Genau. Muss mal ganz kurz gucken. Den Gruß an Dennis. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, da ist noch was los. Oh, guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Da kommt jetzt alles an. Ja. Könnt ihr da? Ich habe auch, glaube ich, eine Weiterleitung drin. Da schreit jemand. Von der Straße jetzt schon. Jetzt schon von der Straße. Ah, so. Vielleicht kann, Die Kamera ist an. ja. Vielleicht kann ja auch einer von den Mods das noch mal rein. Genau, hauen vielleicht für noch mal den Dennis. Elbcam-Link. Der ist jetzt live, da müsst ihr mal Ja, gucken. ja, Ja. Ja, Möchtet ihr auch noch war mit doch super, oder? Das war doch super. Na kommt. Willst du mit drauf? Dann muss Ja, ich die komm. Kamera aber etwas tiefer Ja, macht stellen. doch nichts. Dann sehen wir unsere Füße. Oder vor mich. Oder einfach zurück. Warte mal, so. Dann nehme ich die aber weg. So müsste das doch funktionieren. Passe ich da noch hin neben Brigitte? Ja. So. Passt schon. Genau. Wow, was für ein Himmel. Guck mal. Ja, Licht ist gerade richtig cool. Cool. Ja, toller Stream fand ich. Also richtig toller Stream. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle wieder dabei wart. Wir gucken mal, was mit morgen ist. Wir haben ja morgen eine Verabredung mit einer Schwimmweste. Genau. Habe ich gehört. Du hast eine Verabredung mit einer Schwimmweste. Mich Ja, hat die wir Schwimmweste müssen- nicht eingeladen. Müssen wir schauen, Kleiner was das Licht so sagt. Was das das Wetter so ja. sagt, nicht das Licht. Oh, Passt bin schon. völlig durcheinander. Aber ja, hat mir richtig gut gefallen hier heute. Wir hatten ordentlich Verkehr, es ist einiges durchgekommen. Also von daher, ich bin rundum zufrieden. Es war wieder mega mit euch. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr wieder so fett dabei wart, dass ihr wieder richtig Gas gegeben habt im Chat. Vielen, vielen Dank für diese tolle Community. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Also was sich da entwickelt hat, oder Brigitte? Ja, Ja? Dankeschön. Ja, also und wer bei Elas eine Hafenrundfahrt macht, der hat ja mittlerweile fast Brigitte mit im Preis Genau. drin, oder? Ne? Ja, ich Du war
weißt ja, Beifang, genau. du weißt ja, Rechnung kommt, ne? Also das ist... Bin der Beifang. Ja, sie ist schon ein bisschen Teil der Hafenrundfahrt. Ja, dickes Dankeschön natürlich auch an all unsere Spender, Unterstützer auf Twitch und auf YouTube. Also wirklich ganz, ganz fettes Dankeschön. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ohne euch könnten wir nicht so viel Zeit und auch Geld in diese Streams stecken. Also von daher nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an euch. Und natürlich auch an unsere Moderatoren, die heute auch wieder fleißig waren. Ne? Maschinen waren das. Es waren auch, glaube ich, fast alle da. Ja. Oder? Also es war auf jeden Fall war richtig voll. glaube, Also ein es dickes war wirklich Dankeschön an fast alle euch. da. Und ja, wir müssen jetzt gleich ohne Schwester Hansen essen gehen, oder? Wir müssen mal gucken. Oder müssen wir bei ihr vorbeifahren? Ja, sie und hat ja schon geschrieben, wir sollen kommen, ihren wir sollen zu Balkon ihr kommen, einweihen. Ja. den Balkon einweihen. Ja, dann machen Naja, wir das. mal. Dann bringen wir eine Pizza mit von Lust auf Italien. Ne? Also ihr Lieben, echt fettes Dankeschön. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist so geil mit euch. Es macht immer wieder so einen Spaß. Und immer, wenn man nach einem Stream irgendwie so ein bisschen kaputt ist und denkt, ach ja, ist auch gut, wenn es vorbei ist. Nächsten Tag ist wieder, oh ja, komm, lass uns los, lass wieder Attacke machen. Es ist so geil, echt. Ich kann das, es ist einfach auch unser Baby mittlerweile. Also von daher können wir gar nicht oft genug Danke sagen. Und wir hoffen, dass das auch so bei euch ankommt. Also lieben Dank und dann vielleicht bis morgen. Habt einen schönen Abend. Bis Tschüss. morgen. Tschüss. Wir brauchen auch, guck mal, nicht nach Hamburg. Nee. Nee, das soll ja alles